Grüß Gott, witam und zapraszam. Hier wieder eine neue Folge von Schlemmern mit Przemek. Aus der Reihe Einfach und lecker. Warum einfach? Weil ich auch berufstätig bin, komme nach Hause und würde gerne was Leckeres essen, aber habe keine Lust, ewig zu kochen. Und noch schlimmer ist, abzuwaschen. Und deswegen brauchen wir für das heutige Rezept nur eine Pfanne und eine Schüssel. So, heute machen wir eine leckere Gnocchi-Gemüsepfanne mit Feta-Käse überbacken und einen leckeren Knoblauch-Joghurt-Dip. Was wir dazu alles brauchen, sind Gnocchis. Es soll einfach gehen und schnell, deswegen können wir gerne auch auf Fertigprodukte zugreifen. Eine frische Gnocchi. Ich habe mich heute entschieden, eine Gnocchi mit rote Beete zu nehmen. Dann brauchen wir einen Rosenkohl. Den Rosenkohl habe ich ja schon vorgekocht. Das braucht ein bisschen länger, bis es gar ist. Was man achten muss beim Rosenkohl, das einmal beim Putzen, hier beim Abschneiden, die äußeren Blätter man wegmacht und dann vom Kochen immer den Strunk einschneiden. Somit kocht er auch innen drinne ein bisschen schneller und dann ist er dann schneller gar. Für die Pfanne schneiden wir die Rosenkohlstücke in der Hälfte durch. Dann kann man das dann lecker in der Pfanne anbraten. So, des Weiteren brauchen wir eine halbe Zucchini. Die halbe Zucchini schneiden wir auch in die Mitte durch. Was ich persönlich nicht mag oder was ich immer mache, ich schneide hier in der Mitte den Strunk raus, weil das ist einfach nur Wasser. Ja, und Wasser möchte ich nicht in meine Gemüsepfanne haben, deswegen schneide ich das hier nochmal raus und dann schneide ich das an in eine schöne Streifen. So, dann haben wir eine Zucchini, dann haben wir auch Pilze, die schneide ich dann, das können Sie auch schneiden, wie Sie möchten, einmal in Streifen oder in Viertel. Ich mache es lieber in Vierteln und dann ist es auch schon vorbereitet. So, und das kann man dann hier die Reste wegmachen. Das auch hier weg. So, und dann haben wir noch eine Karotte. Ich habe mich dann für 2 Karotten entschieden. Versuchen es dünn zu schneiden. Natürlich vorher waschen. Wenn einer nicht das mit der Schale essen möchte, kann sie natürlich schälen. Aber frische Karotten, die noch gewaschen sind, kann man auch gerne mit der Schale verzehren. So, und dann haben wir auch Karotten geschnitten. Und dazu brauchen wir auch noch eine halbe Zwiebel. Die schneiden wir uns in Streifen. Wir legen die Zwiebel einfach gerade hin und wir schneiden das hier in dünne Streifen. Dann einmal in die Mitte durchschneiden. Und dann kann man einmal schöne, saubere, kleine Zwiebelwürfel runter schneiden. So, dann haben wir die Zwiebel auch und den Rest können wir entsorgen. So, was wir noch dazu brauchen, sind 150 Milliliter Orangensaft, eine Knoblauchzehe, ein bisschen Zucker, Salz und Pfeffer und natürlich Joghurt. Da habe ich dann 250 Gramm ganz normalen milden Joghurt genommen. Bevor wir loslegen, müssen wir uns den Backofen auf 220 Grad vorheizen und die Pfanne vorheizen, dass wir dann drinnen braten können. So, dann machen wir in die Pfanne etwas Öl und dann die Karotten rein. Einfach roh, unvorblanchiert. So, die schwitzen wir ein bisschen an. So, da können wir die ein bisschen durchschwenken, die Karotten. Und dann nehmen wir eine Prise Zucker
und karamellisieren wir das Ganze. Zweimal durchschwenken. Dann ein bisschen Pfeffer, bisschen Salz und löschen das Ganze mit dem O-Saft. Und jetzt lassen wir das gute 5-6 Minuten köcheln, bis der Orangensaft komplett runter reduziert ist. Zwischendurch umrühren. Yeah, clap your hands, say together. Yes, don't sell the So, da nehmen unsere Karotten schon langsam Kontur an. Das karamellisierte und der Orangensaft ist jetzt verkocht. Jetzt haben wir hier bei unseren Karotten einen schönen Glanz. Einmal probieren. Schöne Säure. Schöne Säure, sehr Süße. Die Karotten sind jetzt al dente. Das heißt, je dünner wir sie schneiden, desto einfacher so, dann können wir uns die Karotten schon in die Schüssel reingeben. Einmal die Pfanne auswaschen. Und dann können wir mit dem nächsten Gemüse anfangen. Auch wieder ein bisschen Öl rein. Und da können wir die Zwiebel reinmachen. Die Zwiebel, ich habe noch ein bisschen Rosmarin aus dem Garten noch da reingemacht. Dann kommen die Pilze rein, die Zucchinis und der Rosenkohl. So, jetzt braten wir alles schön ein. Das sieht doch schon lecker aus. Schöne Farben. Und wenn man den Rosenkohl gekocht hat, immer ins kalte Wasser reinlegen, kalt abschrecken, dann behält es also diese schöne grüne Farbe. Das würzen wir alles, auch mit Salz und Pfeffer. Einmal schwenken. Da bekommt der Rosenkohl und die Pilze und die Zwiebel eine schöne braune Farbe. Ein paar Röstaromen. Wunderbar, wie das glänzt. yeah, clap your hands, say together. Yes, down south in Poland, everybody a chance to meet us doing that
So, wunderbar. Die Pilze werden geröstet. Die Zucchini. Bekommen alles schöne Farbe. How the evening could get that tomato in an alley in the street. Doing that rag, the chimic rag. Yeah, chimic, 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 chimic. So, das sieht doch schon gut aus. Schöne braune Farbe an dem Rosenkohl. Die Pilze sind schon durch. Zucchini. So, dann kann man eins probieren. Wunderbar. Was wir noch dazu reinmachen können ist ein bisschen Knoblauch noch. Wenn ich es finde. Jetzt haben wir tatsächlich Knoblauch verloren gegangen. Das ist ja jetzt... Da ist er! Da ist er wieder gefunden auf otto.de. So, ein bisschen Knoblauch rein noch. Und, wenn jemand mag, ein bisschen Muskatnuss. Rosenkohl und Muskatnuss. Die zwei, die mögen sich. So, sieht lecker aus. 2-3 Mal durchschwenken. Die Zwiebeln auch alle reinnehmen. So, wunderbar. Und das machen wir wieder in die Schüssel rein, da wo die Karotten waren. Schwenken uns die Pfanne nochmal aus. Einmal das letzte Mal ausschwenken. So, jetzt kennen wir natürlich. Wir kennen es natürlich, dass man die Gnocchi kocht. Wir werden sie aber heute nur anbraten. Deswegen schalten wir die Pfanne ein bisschen runter und hauen die rote Beete Gnocchi einfach wieder in die Pfanne rein. Also wir haben für die Karotte ungefähr 6 Minuten gebraucht. Für die Zucchini Rosenkohl Gemüse haben wir da auch ungefähr 5-6 Minuten gebraucht. Und das gleiche brauchen wir jetzt für die Gnocchi. Und dann nochmal 10 Minuten im Backofen und dann haben wir eine halbe Stunde ein wunderbares Essen gekocht. So, immer schön schwenken. Yeah, clap your hands, say it together. Man merkt mal dann, die Gnocchis, wenn die dann schön von der Hitze berührt sind, dass sie dann schön weich werden. Also so lange müssen sie in der Pfanne drinnen bleiben, bis sie beim Drücken schön weich sind. Wir kennen das natürlich auch ein bisschen Salz noch. Das ist eine schöne rote Farbe. Das sieht man hier schon, wenn dann Gnocchi angebraten ist, dann hat er schöne weiche Konsistenz. Dann müssen die von allen Seiten schön gleichmäßig angebraten werden. So, die Gnocchi habe ich jetzt angebraten. Dann kann man jetzt mal testen, wenn man so drauf drückt. Die ist schon richtig fluffig
und weich geworden. Dann sind die perfekt. Und Farbe haben die auch bekommen. Warm sind die auch. So, jetzt machen wir Folgendes. Tun wir wieder das Gemüse, das wir angebraten haben, einmal da rein in die Pfanne. Schalten es runter und schwenken 2-3 Mal. Und da soll man eine sagen, das ist jetzt keine schöne Farbe hier. So, das sieht doch wunderbar aus. Dann nehmen wir den Hirtenkäse einfach in die Hand und zerkleinern das da oben drauf auf den einfach in der Pfanne verteilen, regelmäßig, gleichmäßig, kleine, große Stücke, klein schneiden. Das kann da jeder für sich selber so machen, wie er möchte, wie er Lust hat, vielleicht zum Valentinstag einfach mal vielleicht Herzle draus machen oder so. Ja, rote Gnocchi haben wir ja schon, das würde ja wunderbar passen. Und so sieht es aus. Und jetzt packen wir das Ganze in den Backofen. So, jetzt haben wir hier die Pfanne mit den schönen Gnocchi, Rosenkohlgemüse schön braun, Feta-Käse oben drauf. Das packen wir jetzt bei 220 Grad Oberhitze in den Backofen für ungefähr 10 Minuten. So, jetzt haben wir das Gemüse mit dem Feta-Käse im Backofen. Jetzt haben wir 3 Minuten Zeit, uns einen schönen Joghurt-Knoblauch-Dip zu machen. Dazu brauchen wir Joghurt, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zucker. Wir salzen das Ganze, ein bisschen Pfeffer rein. Dann wichtig ein bisschen Zucker, eine Prise Zucker und eine Knoblauchzehe. Zack, rein, einmal durch die Presse. So, und das da rein. So, da kann man natürlich alles Mögliche reinmachen. Man kann da noch einen Gurke Schnitz reinmachen, dann wäre das so ein bisschen griechisch. Man kann dann einen Curry reinmachen, wäre das ein bisschen indisch. Also da ist ja für jeden was dabei, wie man es machen möchte, obliegt das immer derjenigen, der das nachher auch essen möchte. Ich habe mich jetzt für den Knoblauchdip entschieden, mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Zucker. Man kann auch ein bisschen Minze, frische Minze reinmachen. Also da ist ja tatsächlich für allen was dabei. So, jetzt ist das 10 Minuten im Backofen gewesen. Dann können wir uns den Backofen ausschalten und unsere leckere Gnocchi-Pfanne rausnehmen. Achtung, ja, ist heiß. Ja, nicht, dass wir Klagen kommen nachher, dass irgendeiner verbrannt hat. Und voilà, so sieht das leckere Essen aus. So, wunderbar, der Käse ist verlaufen. Schön, die Gnocchi sind fertig, Rosenkohl warm, die Pilze sind fertig. Dann können wir uns dann mal hier so ein bisschen anrichten. Wunderbar, wie es duftet. Die Gnocchi sind fertig. Die Karotten sind leicht säuerlich und süß. Plus die Pilze. So, wunderbar. Und dazu auch noch von dem schönen Knoblauchdip an die Seite. Und so lecker sieht es aus. Viel Spaß beim Nachkochen, wenn ihr Bock habt. So, ich wünsche euch guten Appetit. Wenn euch gefallen hat und ihr Lust noch habt auf mehr von mir, dann einfach einen Daumen hoch machen, abonnieren, einfach einen Kommentar schreiben und wir sehen uns nächsten Freitag. Eure Przemek. East and south and Poland, everybody a chance to meet us, doing that rag, the Przemek rag. Cause the even little kid get that you meet, oh, an alley in the street, doing that rag, the Przemek rag. Hey, Przemek, 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 Przemek.